Guten Abend zusammen. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und heute haben wir ein richtig interessantes Thema für euch. Emilia, bist du bereit? Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich bin Emilia und ja, ich bin total bereit. Henry, dieses Thema heute ist wirklich besonders. Ich freue mich sehr darauf. Aber sag erst mal, worum geht es heute genau? Also, heute sprechen wir über unser erstes Mal im Hotel. Stellt euch vor, das erste Mal, wenn man ein Hotelzimmer betritt. Alles neu, alles unbekannt. Emilia, erinnerst du dich noch an dein erstes Mal im Hotel? Oh ja, natürlich, das vergesse ich nie. Ich war damals 7 Jahre alt. Meine Familie und ich fuhren in den Urlaub nach München. Es war das erste Mal, dass wir nicht bei Verwandten übernachteten, sondern wirklich in einem echten Hotel. Ich war so aufgeregt. Das klingt wunderbar. München ist eine tolle Stadt. Und wie war das Hotel? War es groß, klein? Kannst du es beschreiben? Es war kein Luxushotel, aber für mich als Kind war es wie ein Palast. Es hatte 4 Stockwerke und einen Aufzug. Ich erinnere mich noch genau. Der Aufzug hatte Spiegelwände. Ich stand darin und sah mich immer wieder, unendlich viele Male. Ich dachte, das ist das Coolste, was ich je gesehen habe. Ha, das kenne ich. Kinder lieben diese Spiegelaufzüge. Ich auch. Bei mir war das erste Mal im Hotel etwas später. Ich war 12 Jahre alt. Meine Eltern nahmen mich und meinen Bruder mit nach Hamburg. Es war eine Reise zum Geburtstag meines Vaters. Oh, wie schön. Hamburg ist auch wunderschön. Und wie war dein erster Eindruck vom Hotel? Also, das Hotel war direkt am Hafen. Ich erinnere mich, wir kamen abends an. Es war dunkel, die Lichter der Schiffe spiegelten sich im Wasser und das Hotel hatte große Glasfenster. Ich sah das alles und dachte, wow, jetzt beginnt ein Abenteuer. Das klingt so romantisch. Und was passierte, als ihr ins Zimmer kamt? Das war das Beste. Mein Bruder und ich teilten uns ein Zimmer. Es hatte 2 einzelne Betten. Und weißt du, was das Erste war, was wir taten? Wir sprangen auf die Betten. Meine Mutter rief sofort, Henry, hör auf. Aber wir hörten natürlich nicht. Die Betten waren so weich und federnd, einfach perfekt zum Springen. Ha, das ist so typisch. Ich glaube, das machen alle Kinder. Ich auch. Als ich das Hotelzimmer sah, lief ich sofort zum Bett und sprang drauf. Meine Mutter war auch nicht begeistert. Aber sag mal, Henry, hattet ihr auch ein Badezimmer im Zimmer? Ja, natürlich. Und das war für mich als Kind etwas ganz Besonderes. Zu Hause teilten wir das Badezimmer mit allen. Aber im Hotel hatten wir unser eigenes. Mit kleinen Flaschen Shampoo, Duschgel und sogar einer Badekappe. Ich nahm jede einzelne Flasche mit nach Hause. Meine Mutter rollte nur mit den Augen. Oh Gott, die kleinen Flaschen. Das ist so ein klassisches Hotelerlebnis. Ich tat dasselbe. Ich packte alles ein. Shampoo, Seife, die kleinen Stifte vom Schreibtisch, das Notizbuch. Alles wanderte in meinen Koffer. Ich dachte, das gehört mir jetzt. Genau so ist das. Und jetzt, liebe Zuschauer, habt ihr das auch gemacht? Habt ihr als Kind die kleinen Flaschen und Seifen mitgenommen? Schreibt uns in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt auf eure Antworten. Ja, schreibt uns. Wir lesen alle Kommentare. Aber Henry, erzähl weiter. Was war noch besonders bei deinem ersten Hotelaufenthalt? Also, das Frühstück am nächsten Morgen war unvergesslich. Es war ein Buffet. Ein riesiges Frühstücksbuffet. Brot, Käse, Wurst, Eier, Müsli, Obst, Säfte, alles so viel. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Ich nahm von allem etwas, viel zu viel. Mein Teller war ein Berg aus Essen. Das Frühstücksbuffet ist wirklich etwas Besonderes. Besonders, wenn man es das erste Mal erlebt. Man denkt, das alles ist inklusive, ich kann so viel nehmen, wie ich will, das ist wie ein Traum. Genau. Und mein Vater sagte immer, wir müssen alles aufessen, wir bezahlen ja dafür. Also aß ich wirklich alles. Danach konnte ich den ganzen Vormittag nichts mehr essen. Ich war so voll. Ha, das ist ein klassischer Fehler beim Hotelbuffet. Man nimmt immer zu viel. Ich erinnere mich, bei unserem Hotel in München hatten sie auch ein Buffet. Und meine Mutter sagte, Emilia, nimm nicht so viel. Aber ich hörte nicht. Am Ende saß ich da mit meinem riesigen Teller und konnte kaum noch essen. Emilia, hattet ihr auch einen Fernseher im Zimmer? Das war für mich als Kind auch etwas sehr Aufregendes. Ja, und weißt du was? Dieser Fernseher hatte viel mehr Kanäle als unser Fernseher zu Hause. Ich saß auf dem Bett und zappte durch die Kanäle, immer wieder. Ich sah gar nicht richtig, ich zappte einfach nur. Meine Eltern sagten, Emilia, such dir einen Kanal aus. Aber ich konnte nicht aufhören. Das kenne ich so gut. Bei uns war das genauso. Und dann kam noch etwas Besonderes. Die Minibar. Kennst du das? Diese kleine Kühlschrankbox mit Getränken und Süßigkeiten? Oh ja, die Minibar. Mein Vater erklärte mir sofort, Emilia, du darfst da nichts rausnehmen. Das kostet extra, sehr viel extra. Und ich fragte,
Wie viel kostet eine Schokolade? Er sagte 4 Euro. Ich dachte, 4 Euro für eine kleine Schokolade? Das ist verrückt. Ha, ja, die Minibar Isoyo ist teuer. Wir hatten da dasselbe Problem. Mein Bruder nahm heimlich eine Cola aus der Minibar. Als meine Eltern die Rechnung sahen, gab es eine große Diskussion. Mein Bruder musste sein ganzes Taschengeld abgeben. Oh nein, der Arme. Aber das ist eine Lektion, die man nicht vergisst. Liebe Zuschauer, habt ihr auch Erfahrungen mit der Minibar gemacht? Vielleicht als Kind oder auch als Erwachsener? Erzählt uns davon in den Kommentaren. Ja, wir wollen eure Geschichten hören. Und jetzt, Emilia, was war für dich der schönste Moment deines ersten Hotelaufenthalts? Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, es war abends, kurz vor dem Schlafen. Ich lag im Hotelbett. Das war so weich und frisch gewaschen. Die Bettdecke roch anders als zu Hause, irgendwie nach Frische und Sauberkeit. Ich sah aus dem Fenster. Draußen waren die Lichter von München. Ich dachte, ich bin nicht zu Hause, ich bin woanders, ich bin auf Abenteuer. Dieses Gefühl war wunderschön. Das ist ein wirklich schöner Moment. Ich verstehe das sehr gut. Dieses Gefühl, woanders zu sein, neue Dinge zu erleben, das ist einfach toll. Bei mir war es das Einschlafen mit dem Geräusch der Schiffe draußen, in Hamburg, am Hafen. Ich hörte das Wasser, die Möwen und dachte, das ist nicht mein Alltag, das ist etwas Besonderes. Genau dieses Gefühl macht Reisen so wertvoll. Und Hotels sind ein großer Teil davon. Sie sind nicht nur ein Ort zum Schlafen, sie sind Teil des Erlebnisses. Absolut. Und jetzt noch eine Frage an euch, liebe Zuschauer. In welcher Stadt war euer erster Hotelaufenthalt? Schreibt die Stadt in die Kommentare. Ich bin so neugierig. Berlin, Wien, Zürich oder vielleicht sogar in einer anderen Stadt weltweit. Ja, das wollen wir wissen und sagt uns auch, wie alt wart ihr? Es ist immer interessant zu hören, wann Menschen ihr erstes Hotelerlebnis hatten. Manche Leute waren sehr jung wie ich mit 7 Jahren, andere vielleicht erst als Erwachsene. Alles ist interessant. Genau. Jedes Hotelerlebnis ist anders und besonders. Emilia, hast du heute noch eine besondere Meinung zu Hotels? Magst du Hotels immer noch so sehr wie als Kind? Ja, ich liebe Hotels immer noch, aber ich muss ehrlich sagen, als Erwachsene achte ich auf andere Dinge. Als Kind war die Minibar das Spannendste. Heute schaue ich, ist das Bett bequem? Ist das Zimmer ruhig? Gibt es gutes WLAN? Und natürlich, wie ist das Frühstück? Ha, das ist so wahr. Früher war es der Aufzug mit den Spiegeln, heute ist es der WLAN-Code. Die Prioritäten ändern sich, aber weißt du was? Manchmal, wenn ich in einem schönen Hotel bin und in dem frisch bezogenen Bett liege, habe ich noch immer dieses Gefühl von damals. Dieses kleine Kribbeln, ich bin woanders, ich erlebe etwas Neues. Ja, dieses Gefühl bleibt. Das ist das Schöne. Die Hotels können groß sein, klein sein, luxuriös oder einfach. Aber dieses Gefühl des Reisens, des Andersseins, das bleibt immer. Perfekt gesagt, Emilia. Und an unsere Zuschauer, wenn ihr Deutsch lernt, dann ist Reisen eine fantastische Übung. In Hotels trefft ihr Menschen, ihr hört Sprache, ihr lest Schilder, ihr sprecht mit dem Personal. Jeder Hotelaufenthalt ist eine Deutschstunde. Das ist ein so guter Tipp. Wenn ihr das nächste Mal in einem deutschsprachigen Land seid, Deutschland, Österreich oder die Schweiz, versucht, alles auf Deutsch zu machen. An der Rezeption auf Deutsch einzuchecken, auf Deutsch zu fragen, wo das Frühstücksrestaurant ist, auf Deutsch zu bezahlen. Jeder kleine Versuch hilft. Genau. Und keine Angst vor Fehlern. Die Leute an der Hotelrezeption sind freundlich. Sie helfen gerne. Wenn ihr sagt, Entschuldigung, ich lerne noch Deutsch, dann lächeln sie und sprechen langsamer. Das ist meine Erfahrung. Das stimmt vollkommen. Und noch ein Tipp, lernt die wichtigsten Hotelvokabeln. Zum Beispiel das Zimmer, die Rezeption, der Aufzug, das Frühstück, das Handtuch, das Kissen, die Bettdecke, der Schlüssel. Das sind Wörter, die ihr wirklich braucht. Sehr gut, Emilia. Und vielleicht machen wir eine Episode nur mit Hotelvokabeln. Was meint ihr, liebe Zuschauer? Wollt ihr das? Schreibt ja in die Kommentare, wenn ihr das möchtet. Wir hören auf euch. Oh, das wäre toll. Eine ganze Episode mit Hotelgesprächen auf Deutsch. Zum Beispiel, wie checkt man ein? Wie fragt man nach mehr Handtüchern? Wie beschwert man sich, wenn das Zimmer zu laut ist? Das sind alles nützliche Dinge. Perfekt. Also schreibt ja, wenn ihr diese Episode wollt. Wir planen unsere Inhalte gerne nach euren Wünschen. Ihr seid unser Antrieb, liebe Dankecast-Community. Ja, ihr seid wunderbar. Und jetzt, bevor wir zum Ende kommen, Henry, hast du noch eine lustige oder peinliche Hotelgeschichte? Etwas, was du noch nie erzählt hast? Oh, ja. Also, das ist etwas peinlich.
Bei meinem ersten Mal im Hotel, ich war 12 in Hamburg, ging ich in der Nacht auf die Toilette. Ich stand auf, noch halb im Schlaf, öffnete die Tür und stand plötzlich auf dem Gang. Ich hatte die falsche Tür geöffnet, die Zimmertür statt der Badezimmertür, und natürlich schloss sich die Tür hinter mir. Ich stand auf dem Hotelgang, im Schlafanzug, ohne Schlüssel. Oh nein, was hast du dann gemacht? Ich musste an die Tür klopfen und meinen schlafenden Bruder wecken. Er öffnete die Tür und lachte mich aus. Am nächsten Morgen erzählte er meinen Eltern alles. Seitdem kennt meine Familie diese Geschichte. Sie erzählen sie immer noch bei Familienfesten. Ha, das ist so lustig. Und jetzt kennen auch alle unsere Zuschauer diese Geschichte. Henry, du bist so mutig, das zu erzählen. Und an unsere Zuschauer, habt ihr auch peinliche oder lustige Hotelgeschichten? Teilt sie in den Kommentaren. Wir lesen alles und antworten gerne. Ja, bitte. Wir lieben eure Geschichten. Die Kommentarsektion ist unser Lieblingsort. Dort treffen wir euch alle, hören eure Erlebnisse und fühlen uns wie eine große Familie. Genau, die Dankecast-Familie. Wir danken euch von Herzen für euren Besuch heute. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Das hilft uns sehr und macht uns sehr glücklich. Und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Klickt auf die Glocke, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Inhalte, immer auf Deutsch, immer für euch. Heute war es ein wirklich schöner Abend mit euch. Das Thema Hotels hat uns viele tolle Erinnerungen gebracht. Ich hoffe, auch euch. Es war wunderschön. Und jetzt, da es Abend ist, wünschen wir euch eine gute Nacht, liebe Zuschauer. Schläft gut, träumt schön und vielleicht träumt ihr heute von einem wunderschönen Hotel irgendwo auf der Welt. Gute Nacht, liebe Dankecast-Freunde. Bis zur nächsten Episode. Tschüss! Tschüss und bis bald. Auf Wiedersehen.